In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Affiliate Marketing mehr Geld verdienen kannst. Affiliate Marketing ist so eine Sache, ne? Wenn es einmal funktioniert, ja, dann ist das was richtig Geiles, ne? Dann ist es nämlich so, dass du im Prinzip dein Geld verdienst, während du gerade auf dem Sofa liegst oder während du gerade schläfst oder auch wenn du im Urlaub bist, ne? Aber das muss natürlich einige Voraussetzungen erfüllen, ne? Ich verlinke mal in der Infobox meinen Kurs zum Thema Affiliate Marketing. Der ist absolut erschwinglich, versprochen. Aber damit du mal von Grund auf lernst, wie Affiliate Marketing wirklich funktioniert, ne? Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie du deine Posts, deine Blogposts besser gestalten kannst, damit du mehr Geld beim Affiliate Marketing verdienst, erzähle ich dir einmal ganz kurz, was Affiliate Marketing nicht ist. Es ist keine Möglichkeit, schnell reich zu werden, ne? Wenn du diesen Kanal abonniert hast, wenn nicht, dann kannst du es ja jetzt tun, dann weißt du bereits, dass ich dir schon ganz häufig erzählt habe, es ist keine Möglichkeit, um schnell reich zu werden. Es ist keine Möglichkeit, jetzt zu arbeiten und nächsten Monat deine Miete zu bezahlen. Es wird nicht passieren. Aber es ist eine Möglichkeit, sich ein passives Einkommen aufzubauen, was dich über Jahre begleiten wird, ne? Wie macht man das denn jetzt? Indem man ein wenig Sorgfalt in seine Blogposts legt. Es gibt ja verschiedene Arten des Affiliate Marketings, ne? Ich verlinke das Video mal hier. Und zwar geht es ja darum, dass man das auf 3 verschiedene Arten betreiben kann. Einmal wirklich nur sein Bild posten, irgendwo hin, ganz ohne Mehrwert. Dann kann man ein bisschen Mehrwert geben und auf Social Media seine Links posten. Und dann kann man noch Videos machen oder Blogposts schreiben oder, man kann einiges machen. Und dann halt richtig viel Mehrwert geben und dann Affiliate-Links einbauen. Und wir schauen uns jetzt einmal an, wie das Ganze aussieht, wenn du einen richtig guten Blogpost schreibst und was dir das Ganze bringt, weil natürlich ist das ein nicht ganz unerheblicher Zeitaufwand. Also, ich habe hier jetzt einmal einen Blogpost, den ich wirklich zufällig gefunden habe. Ich glaube, irgendwo auf Pinterest habe ich mal aufgerufen und da geht es wirklich um Amazon Home Decor Finds. Ja, der ist auch auf Englisch, brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. Es geht wirklich nur um den Aufbau. Also die Brooke hat also einen Blogpost geschrieben, hat sich zu einem Thema, in dem Fall Home Decor, verschiedene Sachen rausgesucht, ne? Also hier sind ganz verschiedene Produkte, die sie zusammengestellt hat, ne? Die alle ihrer Meinung nach prima in ein Zuhause passen würden. Die musst du noch nicht mal besitzen, ne? Also du kannst die wirklich einfach heraussuchen und sagen, das sind schöne Home Decor Finds. Ja? Und dann hat sie ein Bild erstellt. Das zeige ich dir in einem anderen Video, wie das funktioniert mit Canva, ganz kostenlos. Und sie hat ein Bild dazu erstellt und hat dieses Bild eben auf Pinterest gepostet, da wo ich es auch gefunden habe und da wo ich dann auch auf ihre Webseite geklickt habe. So, dieses Bild an sich ist ja jetzt noch nicht verlinkt, ne? Es hat auch keine Affiliate-Links drin, ja. Es hat auch sonst nichts. Sieht einfach nur hübsch aus und man denkt, ach ja, das könnte mir ja gefallen. Also das Kissen vielleicht oder die Stehlampe oder egal. Auf jeden Fall könnte mir gefallen. Da hätte ich gerne den Link zu, ne? Und dann klickt man durch auf die Webseite. Man landet auf ihrer Webseite in dem Fall und dann kann sie was dazu schreiben, das tut sie auch hier, nicht allzu viel, ne, aber sie schreibt ein bisschen was dazu und dann darunter, unter diesem kleinen Stück Blogpost, verlinkt sie alle Produkte, die sie für unter $100, das ist das Kriterium hier, bei Amazon gefunden hat, die ihr offensichtlich gefallen. Also hat sie die ja alle hier verlinkt und die haben dann alle einen Affiliate-Link. Also sagen wir mal, ich klicke jetzt mal hier auf die Palme, Blume, was auch immer, klick hier drauf, werde ich zu Amazon weitergeleitet und dann kann ich sehen, dass hier oben in der Blogleiste, da ist ihr Affiliate-Link drin. Ja? Hier kann man das gut sehen und dann, weiß ich hier Brooke Tucker, hier ist der Affiliate-Link. Wenn ich das jetzt kaufen würde, also angenommen, ich könnte es kaufen, weil es ist currently unavailable, aber angenommen, ich könnte es kaufen, dann würde sie eine Kommission dafür bekommen, was mich nichts kostet. Das heißt, ja, ich kann ihr das gönnen sozusagen für den zusätzlichen Aufwand, den sie gemacht hat, für die zusätzliche Arbeit, die sich damit gemacht hat. Ja. Ich gehe jetzt nochmal zurück, das ist nämlich auch nicht ganz ideal. Besser, der Link öffnet in einem neuen Tab.
Einmal zurück. So, ja, also hier hat sie die verschiedenen Sachen nochmal verlinkt und du siehst schon, der Text an sich, das ist nicht viel, ne? Also sie schreibt da zwar ein bisschen was, aber es ist gar nicht viel Text hier. Es geht um die Bilder und es geht darum, dass die ansprechen, nämlich Produkte unter $100, die dein Zuhause verschönern. Also wenn du gerade auf der Suche nach Dingen bist, die dein Zuhause verschönern, ja, warum solltest du nicht mal da vorbeischauen, nicht mal da draufklicken und dann über den Link von der Brooke kaufen? Wichtig hier ist natürlich, dass die Produkte auch verfügbar sind, ne? Also es ist natürlich jetzt hier nicht ganz ideal, wenn ich irgendwo draufklicke und das Produkt gibt es nicht mehr, ne? Dann hast du zwar draufgeklickt, das ist schon mal gut, dann musst du dir aber ein eigenes Produkt suchen und das kaufen. Und das ist so ein bisschen mehr Hope-Marketing, ne? Also, weil du kriegst das Produkt nicht, was sie beworben hat, ist natürlich schlecht, ne? Also, hier ein Tipp, ein extra Tipp: Besser, du nimmst Produkte, die von Amazon direkt sind und nicht von Drittanbietern. Warum? Der Drittanbieter ist für seinen Shop selbst verantwortlich. Das heißt, er kann die Sachen immer ein- und ausstellen. Vielleicht hat er sie auch einfach nicht mehr. Ja, könnte einfach daneben gehen, ne? Deswegen besser ist es, wenn du wirklich Produkte verlinkst, die zu Amazon gehören, sozusagen, ne? Die von Amazon geliefert werden direkt. Manchmal, man kann das natürlich auch so machen, dann sollte man ein Tool auf seiner Webseite einbauen. Das ist der Broken Link Checker, den gibt es kostenlos bei WordPress. Der sagt einem, wenn ein Link keine Gültigkeit mehr hat. Ne? Also wenn die Palme jetzt nicht mehr verfügbar ist, dann gehst du schnell zu deiner Webseite, tausch den aus mit einem neuen Link und dann ist nichts passiert. Ne? Dann hat dein Kunde, wenn er darauf landet, wieder etwas, ja, was er dann kaufen kann. Ne? Ja, also ein Blogpost, der so gestaltet ist, der so ansprechend gestaltet ist, mit einem schönen Bild, der hat was, ne? Da klickt man doch schon mal eher, als wenn einfach nur ja, die Palme bei Pinterest reingepostet ist oder nur die Lampe oder was auch immer. Es ist halt besser, wenn man ein bisschen Mehrwert bietet, nämlich alle Produkte unter $100. Und du siehst, es ist gar kein großer Aufwand, es ist auch kein Wahnsinnstext, der da reingehört. Ich gebe zu, es ist ein bisschen mehr Arbeit, als einfach nur Bilder zu posten. Aber es lohnt sich. Ne? Es lohnt sich, weil es ist auf deiner Webseite, es verlinkt zu verschiedenen Produkten, die für den User interessant sein könnten. Der kauft vielleicht auch mehr als eine Sache, ne? Ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und es kann dir für lange Zeit Geld verdienen. Ja? Und aus dem Grund solltest du dir überlegen, warum du nicht solche Blogposts gestaltest. Und im nächsten Video schauen wir uns einmal an, wie du so ein Bild hinbekommst mit Canva. Canva ist ein Tool, was du ja, teilweise kostenlos benutzen kannst, ne, wo wir aber einen schon Post gestalten müssen, damit du den bei Pinterest posten kannst. Und wie das funktioniert, zeige ich dir im nächsten Video. Bis dahin hoffe ich, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und gib uns ein Like. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!